Hi, ich bin Claudia und bei mir lernst du malen. Ich habe hier ein Aquaboard, einen Wasserbecher und nehme zuerst mal Wasser auf und bringe das jetzt hier auf mein Aquaboard drauf, damit es nass ist. So lässt sich dann die Farbe noch längere Zeit schöner verblenden, wenn der Hintergrund nass ist. Mache ich das ganz gerne so. Und auf meiner Palette habe ich die Aquarellik-Farben, den Weißton, Ocker, Gelb und den Sepia-Farbton und Indigo habe ich drauf. Und damit malen wir jetzt gleich eine schöne Meereslandschaft. Und dann wirst du sehen, wie wahnsinnig stark diese Farben hier auf diesem Board rauskommen. Zuallererst noch einmal schnell die Haare hochgesteckt. So, das war dann mein Linienzieher, den ich für die kleinen Wasserlinien brauche. Mal gucken, wie wir das handhaben. So, und ich fange natürlich auch mit dem, war das der nasse Pinsel? Mit dem nassen Pinsel an, damit die Farbe einfach weicher wird. Ihr könnt euch natürlich auch ein Taping kleben für die Horizontlinie. Ich verzichte da jetzt einfach drauf. Wenn ich viel Wasser nehme, wird diese Farbe nun dünn und flüssig. Und dann kann ich hier ganz leicht in den Hintergrund meinen ockerfarbenen Himmel reinmalen. Küchenpapier solltet ihr euch bereitlegen. Man muss doch mal einen Pinsel ausputzen. Jetzt habe ich gerade mein Küchenpapier vergessen. Gleich seht ihr, wie das richtig antrocknet. Ich kann da mal ein bisschen Aquarellik Weiß dazu nehmen. Für ein bisschen strahlendere Momente. Und das Ganze haben wir natürlich auch unten im Wasser und am Strand. Das heißt, hier sind ein paar Wasserlinien waagrecht dran gemalt. Das Wasser ist ein bisschen weiter unten, hat ein bisschen weniger. Machen wir noch ein bisschen weniger. Hier fängt erst mein Wasser an mit waagrechten Streifen. Da, wo auch die Sonne untergeht, wo diese Farbe scheint, da haben wir das Wasser auch unten drin. Und der Strand. Der Strand wird so richtig schön ocker, weiß, sandig. Bis unten hin male ich diese Fläche aus. Ohne Weiß, ohne nasse Aquaboard. Seht ihr, ist es dann mal kurz trocken. Da kriegt man richtig coole Effekte natürlich hin, wenn man jetzt einen anderen Stil hat als ich. Vielleicht im Aquarell malen, den Himmel mit Wolken malt und will die Flächen auslassen zum Beispiel. Ich möchte doch den Sand gerne einmal hier komplett drauf haben. Dann lasse ich das trocknen und widme mich in der Zeit meinem Himmel, weil später kann ich dann Wasserspiegelung ins Wasser malen und wasche mal den Pinsel zwischendurch aus. Und da habe ich noch Küchenpapier, also Küchenpapier und Babytücher. Braucht ihr doch wohl immer zur Hand, denn man muss ja auch zwischendurch mal Pinsel putzen, Finger sauber putzen, was auch immer. Jetzt kommt in meinen Himmel dieser schöne Indigo-Farbton. Schaut mal, wie das strahlt. Jetzt habt ihr aber vielleicht vor, einen düsteren Himmel zu machen. Dann nehme ich diesen Sepia-Farbton dazu. Schaut mal, wie cool das ausschaut. Und jetzt mache ich das hier kreuzweise, verblende das relativ flott mit Wasser, noch ein bisschen weicher. Ich will eigentlich gar nicht in meinen gelben Bereich reinkommen. Hier noch ein bisschen vermalen mit dem Sepia-Farbton. Das ist jetzt ein bisschen deckender aufgetragen, das heißt ein bisschen mehr Farben. Und dann sieht man gleich, wie stark die Farbe hier drauf bleibt, ne? Wo ich weniger Wasser hatte. Wahnsinnig, wahnsinnig intensive Farbtöne. Und das verblende ich jetzt hier noch ein klein wenig im Himmel. Da läuft mir das Wasser runter. Ihr könnt gerne natürlich etwas flacher malen, als ich das hier tue. Diesen Teil, das wären so kleine Wolken in den gelben Teil. Da könnt ihr den Pinsel mal senkrecht aufstellen und so kleine Kreise machen. Das sind dann die Wolken, die dann Richtung Sonne rübergehen. Wer kein gutes Augenmaß hat, der muss sich dann ein bisschen besser abmessen, so mit einer Pinselhöhe zum Beispiel und dann Punkte setzen, wo
diese schöne gerade Linie sein soll von dem Horizont. Ich mache das ein bisschen mit Augenmaß und das klappt eigentlich immer ganz gut. Da sieht man, dass die Leinwand jetzt hier noch, also das Aquaboard war hier trocken und deswegen kommt die Farbe schon so stark zur Geltung. Wartet mal ab, bis das hier alles gleich trocknet. Dann kommt das überall so gut zur Geltung. Jetzt schütter ich schon so ein paar kleine Wölkchen rein. Ein bisschen mehr Blauton. Darf das hier so ein bisschen so schimmern am Himmel. Ein bisschen Wasser dazu. Verblenden wir das Ganze. Seht ihr, dann löst sich sogar noch mal die Farbe an, wenn sie nass ist. Also kann ich jetzt hier noch mal weiße Wolken reinzaubern, solange es nass ist. Ein ganz interessanter Moment, ne? Und vielleicht noch ein bisschen blau, braun. Vielleicht seht ihr auch, ich bin mit Absicht nach außen hin in meinem Bild etwas dunkler, damit ich quasi die Tiefe nach innen zum Mittelpunkt des Bildes beibehalte und so eine tiefe Komposition schaffe. Jetzt noch ein bisschen was Dunkles hier unten in diese Ecke. Lasse ich da immer gleich so ein paar Wolken spielerisch mit reingehen. Und hier unten die Ecke noch. Und ein bisschen Wasser und das Ganze nochmal hier so schön verblenden. Kreuzweise, ganz zart und transparent. Also die Farbe lässt sich wirklich super, super transparent auftragen. Nochmal ein bisschen Wasser und das Gelbe rausgenommen. Gerne natürlich auch mit einem sauberen Pinsel. Geht das natürlich viel leichter, seht ihr. Also wenn ich da jetzt einen dreckigen Pinsel nehme, also einen Pinsel, wo schon Farbe drin ist, bringe dann immer wieder die Farbe in mein Ockergelb, dann also einfach wieder wegstreichen, zack. Und dann ist es wieder weg. Und jetzt könnten wir da noch ein paar Wolken hineinzaubern. Mit irgendeinem Pinsel, der dir gefällt. Vielleicht einen Filbertpinsel. Ich mache natürlich dunkle Wolken. Also wir sind ja hier an einem dunklen Tag. Machen wir da so kleine, kleine Wolken rein. Und dann werden die ein bisschen größer zum Rand hinaus. Jetzt habe ich die Farbe etwas dicker aufgetragen. Dann merkt ihr auch gleich, wie viel deckender das geworden ist. Ne? Da brauchen wir jetzt auch von hier oben so eine schöne Wolke, die dann so ins Bild hineingeht. Das Ganze nochmal so ein bisschen verblenden und immer wieder diesen Indigo-Blauton zusammengemischt. Und die kleinen Wolken, die werden hier unten immer zarter, heller. Dann mischen wir ein bisschen weiße Farbe dazu, dass der Farbton etwas heller wird oder auch transparenter, wenn ihr wollt, mit noch ein bisschen Wasser dazu, ein bisschen mehr Weiß. Kleine Wolken. Das ist fast schon wie Nebel hier unten am Horizont. Nebel, der sich hier so aufschäumt. So reinläuft, ne, so ins Bild hinein. Von links und von rechts. Geht das hier so ins Bild hinein und die Ecke da unten brauchen wir noch ein bisschen dunkler. Das Sepia noch dazu. Wow, genau. Ja, es wird immer mit nur Indigo sehr, sehr leuchten. Mit Sepia kriegt es dann wieder ein bisschen dunkler. Lassen wir das mal kurz trocknen. Schauen uns an, ob wir überall alles dunkel gemacht haben. Vielleicht von hier oben kommen, so von oben runter kommen. Ein bisschen mehr Sepia-Farbton. Und dann könnten wir vielleicht noch ein bisschen Türkis mit reinmogeln. Ein wenig Türkis. Und zwar habe ich hier Türkis und wenn ich die Farbe aufdrehe, schwappt immer ein Tropfen raus. Ich drehe sie also um. Während ich sie umdrücke, drücke ich auf die Tube drauf, dann läuft ein bisschen Farbe raus, drehe sie schon wieder zu. Wische den einen übrig gebliebenen Tropfen ab. Und dann ist alles sauber geblieben. Tada! Dann spritzt immer ein bisschen. Okay, ein bisschen Türkis. Ich kann das jetzt ganz dünn auftragen. Dann habe ich das schön transparent. Ich kann Wasser dazu nehmen. Dann wird es noch transparenter. Häufig passiert es, dass ihr die Gelbtöne mit den Blautönen mischt und dann hat man so einen Türkis, so einen grünen Ton drin.
Und ich nehme jetzt mit Absicht diesen türkisen Farbton und schmuggle ihn mir hier rein. Es ist transparent und es sieht aus, als wenn ich es hier drauf male, als würde ich es eigentlich hinter die Wolke malen, weil es so transparent ist. So quasi male ich nochmal die Schicht dahinter. Das ist eigentlich total praktisch, ne? Braucht man sich gar nicht ärgern, weil es eh aussieht, als würde man es in die hintere Schicht reingemalt haben. Und das Türkis, es gibt hier auch mal ein wunderschönes Licht da oben. Da kann man schauen, wo wir das noch haben wollen. Also im Wasser natürlich. Das heißt, im Wasser kommt der türkise Farbton nochmal mit rein. Also noch mehr von unserem Türkiston von rechts ins Wasser rein und von links lauter schöne Streifen für die helle Stelle im Ozean. Ein bisschen Wasser dazu, dann lässt sich es gleich noch schneller und besser verstreichen. Ja, bei mir geht immer alles, bei mir ist jeder Schritt immer, wie kann ich ihn am schnellsten ausführen. Und dann überlege ich natürlich, ich kann mich hier abmühen und das ist trocken, transparent reinmalen. Ich nehme einfach ein bisschen Wasser dazu. Dann geht es schon ein bisschen schneller. Und guckt mal, dass ihr das waagrecht macht. Ja, ich neige gerade dazu, von der Seite es etwas transparent schief reinzumalen. Jetzt komme ich mal zu meinem Blauton. Und jetzt machen wir doch nochmal eine schöne gerade Linie. Mache ich hier auf die Spitze vom Fächerpinsel ein bisschen blaue Farbe. Sag mir, dass hier der höchste Punkt sein soll. Bin kurz verrutscht, das war ungünstig. So. Da ist der höchste Punkt und da kommt jetzt diese Wasserlinie rein. Mein Sepia muss ich gleich neu aufnehmen. Also haben wir hier die schöne gerade Linie. Und dann wird alles rechts und links dunkel. Und möglichst waagrecht reinmalen. Und hier nochmal mit einem größeren Pinsel finde ich es tatsächlich leichter, waagrecht reinzumalen als mit einem schiefen Pinsel. Jetzt erkennt man doch schon sehr, sehr, sehr viel von diesem Bild, wie es dann später aussehen soll, nicht wahr? Das heißt, man hat schon einen richtigen Eindruck gewonnen von diesem Meer und dieser Tiefe. Nur wegen so ein paar Kleinigkeiten, die man einfach in einem Bild einhält. Nochmal Sepia, umdrehen, drauf tröpfeln. Oh, das war jetzt versehentlich schwarz. Da nochmal Sepia. Ich habe daneben gegriffen. Okay, damit ein bisschen mehr Sepia und Blau gemischt. Kommt jetzt hier von draußen diese Meeresfarbe ins Bild hinein. Und immer abheben zur Mitte. Abheben, abheben, abheben. Von der anderen Seite viele waagrechte Streifen. Und dann zur Mitte hebe ich immer so ganz leicht ab. Ein bisschen Wasser dazu, damit es gleich ein bisschen schneller. Und diese schönen Pinselstreifen lässt es dann gleich wie Wasserlinien aussehen. Vielleicht können wir auch noch ein bisschen weiße Farbe mit reinbringen. Das heißt, wir können das Meer noch ein bisschen heller, weißer malen. Okay, und da sind wir unten am Strand angekommen. Dann gucken wir mal, dass wir den Pinsel hier auswaschen. Ein bisschen Blau hat er noch drinnen. Und dann nehme ich jetzt ein bisschen weiße Farbe auf. Wäre natürlich schöner, wenn es trocken ist. Und dann können wir hier noch ein weißes Licht reinzaubern. Und vielleicht wollt ihr ja so die ein oder andere Wolke noch ein bisschen highlighten. Das heißt, obendrauf kommen diese schönen kleinen Highlights drauf. Ganz zart und ganz leicht. Und natürlich super deckend. Also musst du vielleicht das Weiß ein bisschen dreckiger machen, dass du hier mit ein bisschen dreckiger Farbe in den Wolken diesen Übergang schaffst. Von Licht zu Dunkel. Und dann von ein bisschen Weiß obendrauf und kleine Tupfer. Und da hinten noch, da will in den Vordergrund kommend.
bringen die auch noch ein paar Highlights oben drauf. Ich meine, so ein bisschen rechts herum, ne? Mal eine Wolke hier in den Vordergrund bringen. Die ist eher von unten angeleuchtet, ne? Weil das Licht kommt ja hier von unten. Okay, dann brauchen wir noch ein bisschen was von der Weiß, von dem Titanweiß. Und bringen jetzt hier lauter kleine waagrechte Linien ins Bild hinein. Bis da drüben hin. Und hier. Und im Vordergrund, da ist dann eine dicke Schaumwolle. Oh, und die Wasserspiegelung natürlich nach unten. Dann machen wir mal gerade die Wasserspiegelung nach unten. Kurz quer drüber gehen. Vielleicht noch ein bisschen heller. Vielleicht ein bisschen Türkis dazu. Und ein bisschen was von dem hellen Blau. Ja, es ist auch die ganze Farbe, die blaue Farbe, alles spiegelt sich da unten im Wasser wieder. Kurz mit einem sauberen Pinsel ganz leicht drüber gehen und ganz leicht verblenden. Und dann haben wir noch ein paar Wasserlinien, dicke Wasserlinien. Eine dicke Wasserlinie mache ich jetzt mal zum Spaß mit der Spachtel. Nehme ein bisschen Farbe auf und setze hier eine schöne dicke Rolle rein. So richtiger Schaum, ne? Und dann verblende ich die Farbe oben drüber, rechts und links, ein bisschen ins Meer hinein. Und dann können wir noch viele kleine Wasseradern machen. Mit einem Linienzieher, da ist noch einer. Und dann habe ich wieder die gleiche Farbe. Und hier unten im Wasser, da gehen kleine Wasseradern hin und her, hin und her. Davon kannst du jetzt ganz viele machen. Dann nimmst du dir jetzt Zeit und machst einfach ganz viele kleine Wasseradern. Die bereichern das Bild und lassen es richtig schön aussehen. Manchmal ist die Farbe ein bisschen heller, manchmal ist sie ein bisschen dunkler. Hier kommt noch ein Schatten unter diese eigentliche schöne Wasserlinie. Der Schaum, der sich hier gebildet hat, der kriegt Schaum unter die Schaumkrone einen dunklen Schatten, dass der gleich noch besser aussieht. Da sieht man es wieder. Und dann ganz leicht hin und her, manchmal wie so ein Trapez. Die Linien treffen sich, gehen auf und zueinander und treffen sich, gehen wieder auseinander. Und das machst du ganz leicht mit schönen Schwüngen hin und her. Und natürlich kommen dann auch so ein paar weiße Linien dazu. Das heißt, ich nehme die weiße Farbe und mache das gleiche jetzt hier mit den weißen Schwüngen. Und da sind lauter kleine Wasseradern, wackeln, 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 zappeln. Vielleicht ist noch ein bisschen was vorne am Ufer. Da sieht man noch mal ganz leicht vielleicht noch eine Wasserlinie. Und das Wasser ist schon ein bisschen transparenter, aber es ist schon ein bisschen weglaufen, ne? Ja, da kannst du dich jetzt hinsetzen und noch mehr Wasserlinien machen. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Malen. Genießt es. Hat viel Geduld für kleine Schritte. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Pinsel schwenkst du einfach im Wasser hin und her. Dann sind die schon gereinigt. Und dann sehen wir uns bald wieder, wenn du wieder Lust hast auf ein neues Bild. Bis bald, deine Claudia.